The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflected everything. It's shining through. Morgen angekommen zu Nahing. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon im Flugzeug. Ich hatte heute Morgen leider nicht wirklich Zeit, wegen dem Abschied von meiner Gastfamilie, was echt schon traurig war. Aber ja, jetzt geht es auf nach Toronto und dann werde ich alle meine Freundin sehen. Juhu! Hallo, ich habe keine Ahnung, ob ihr mich verstehen kann, weil ich sitze direkt neben dem Mann von dem, wo die Koffer ankommen. Aber ja, ich habe meinen Koffer, das heißt, ich werde hier vermutlich am Haus gehen und gucken, ob meine Freundin da ist. melde mich dann heute auch nochmal und ich werde jetzt in Englisch umswitchen, damit mein Freundin mich auch verstehen kann. Von daher, ja, und ja,
I know I have an accent when I speak English. I know it, so you don't need to comment it under my video. I know that I probably have a very thick accent. It's a lovely accent. But someone asked me if I could do a video in English, and since I'm here and need to talk English, because otherwise my friend will not understand me. But yeah, today morning we went to my first service in America or Canada, because I never was at a service before, and it was really nice. It was more modern than the service I attend at home when I attended at Christmas. And after that we went book shopping, and I got the graphic novel of the Modern Instruments. There you go. This book. Am I set upside down? Yes. There you go. Graphic novel. Yes. So, because you don't know that, I think, but I love the Modern Instruments like Gesundverkehr. When I say I love them, I love them. Yeah, now we are making food, or what, or I should say Kirsten makes us food, because I can't cook. It's okay, it's gonna be great, hopefully. I'm experimenting with how to make eggplant, which I don't know how to make, so it's gonna be great. So, Real Canadian food. stir fry. Yeah, and after that we will probably watch some episodes we started watching On my blog. yesterday. Yes, on my blog. It is on Netflix. I don't know if it is on Netflix in Germany, but it should be, since it is a original. So, yeah. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran. I don't know. Today is the last day that we Kirsten, and we are driving to Toronto now, so that I can get on my flight, and that's it. I'm really sad to leave Canada, but sad as well to leave you. And yeah, and now we ate some Baklava. baklava. It's a Middle Eastern dessert, which is really good. Yes. Unless you're allergic to gluten or sugar. Yes, it was really tasty. Middle Eastern food is one of my favorite kinds of food, so having the ability to eat it and share it with her was really nice. We're at a stoplight. Yes. Yes. I'm not like staring at the camera while driving. That would be really unfortunate. Yes, it would be. Especially for your safety. Oh. Yeah, no, we're going to the airport, and then I think I will talk to you again when I'm at the airport. And Gate. Don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to... so, hallo, ich habe keine Ahnung, wie viele mich überhaupt verstehen können, weil ich bin jetzt von dem Flugzeug und hier sind ziemlich viele Leute. Welcome to Air Canada, member of Starline. For safety and comfort, please leave your belongings under the seating front of you with larger articles in the overhead bin. Bienvenue en mode Air Canada, membre du réseau Star Alliance. Pour votre sécurité et votre confort, rangez vos effets personnels sur le siège devant vous et placez les articles et les sur votre supérieur. Willkommen an Bord von Air Canada Mitglied der Star Alliance. Zeigen Sicherheit und Bequemlichkeit für den Bestand. Ihr Handgepäck und Ihr Vordersicht. Für weitere Gegenstände stellen die Gepäckfächer zur Verfügung. Aber ja,
bin jetzt am Flugzeug. Alles soweit gut. Ich bin gut durch die Security durchgekommen. Und bis jetzt habe ich mal noch diese ganze Reihe für mich alleine. Ich hoffe ja mal, dass wenigstens ein Sitzplatz leer bleibt, aber wir werden es sehen. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Hallo, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder zu Hause und irgendwo sehe ich sehr viel fertiger aus, als ich mich fühle. Ich meine, ich bin auch fertig, aber es geht noch. Ich bin nicht so müde, wie ich dachte, dass ich sein würde, nachdem ich die ganze Nacht jetzt durchgeflogen bin. Aber ja, als ich nach Hause kam, haben meine Eltern mir dieses Schweinchen auf mein Bett gestellt, plus ein Marzipanbrot und dann noch einen Adventskalender, den ich jetzt dann noch aufmachen darf. Bis zum 18. Weil heute ist der 18., wenn ich das filme. Und ja, von daher habe ich da jetzt erstmal ziemlich viel Schokolade zum Essen. Okay, auch wenn ich denke, dass ich das jetzt nicht... Excuse me? Auch wenn ich jetzt denke, dass ich das jetzt nicht unbedingt aufmachen werde. Ganz einfach, weil es einfach zu viel Schokolade ist. Besonders da wir jetzt um 12:30 auch zu meinen Großeltern zum Essen gehen. Es gibt Sauerbraten. Ja. Seitdem wir in Seattle in diesem deutschen Laden waren, wollte ich Sauerbraten haben. Und den gibt's jetzt endlich. Juhu. Und ja, eventuell werde ich diesen ganzen Tag auch noch vloggen. Ganz einfach, weil ich jetzt nicht ganz so viel gevloggt habe, wie ich wollte in Toronto. Aber das war einfach, weil ich die Zeit mit meiner Freundin genießen wollte. Die kurze Zeit, die wir zusammen hatten und dann auch nicht immer mit der Kamera rumrennen wollte. Und Leute, es war sehr, sehr komisch, an dem Flughafen wieder Ansagen auf Deutsch zu hören. Und ich war wirklich so im Englischen drin, dass ich ein Flughafenpersonal auf Englisch gefragt habe, wo die Gepäckausgabe ist. Weil ich sie aus irgendeinem Grund nicht gefunden habe oder nicht das Schild gesehen habe, wo es stand, wo es lang geht zur Gepäckausgabe. Und dann, als ich dann im Auto saß, war das so, dass ich eigentlich zuerst jeden Satz im Englischen anfangen wollte und erst dann wieder nachdenken musste, wie ich es jetzt in Deutsch sage. Und ich glaube, der Besuch bei meiner Freundin hat das Ganze noch verschlimmert. Ganz einfach, weil ich jetzt wirklich die 2,5 Tage oder 2 Tage, die ich jetzt da war, ja, eigentlich nur Englisch gesprochen habe, auch mit der Kamera. Und in Vancouver hatte ich jetzt mindestens noch meine Freunde, wo ich Deutsch mitgesprochen habe. Aber jetzt die 2-3 Tage in Vancouver, wo ich wirklich eigentlich nur Englisch gesprochen habe, war schon, hat anscheinend schon ziemlich was gemacht, dass ich jetzt teilweise darüber nachdenken muss, wenn ich einen Satz anfange, wie ich ihn im Deutschen anfangen muss. Das ist echt sehr komisch. So, besonders, weil ich mir so denke, dass Deutsch ja meine Muttersprache ist und ich eigentlich ziemlich flüssig darin sein sollte, Deutsch zu reden. Was ich ja auch bin, ja oder weniger. Aber
Ja, nur ich weiß nicht genau, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll. Vielleicht kennen das ja einige von euch, wenn ihr ja auch im Ausland wart. Aber ja, eventuell kommen dann nach diesem Vlog kommt auf jeden Fall noch ein weiteres Video über mein Auslandsjahr. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann werde ich euch in meinem nächsten Video wiedersehen. Bye!